Wir sind hier im Ferien- und Freizeitgebiet Bernsteinsee im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen. Hier läuft die erste Power-to-Gas-Anlage der Firma Saitok, die Hotelgebäude und Verwaltungsgebäude emissionsfrei mit Strom und Wärme versorgt. Heute findet hier ein Event statt. Wir haben Gäste, Freunde und Geschäftspartner der Firma Saitok eingeladen, um sich in verschiedenen Fachbeiträgen und Gesprächen über die Power-to-Gas-Technologie und über die Energiepolitik oder die Energie der Zukunft insgesamt auszutauschen. Ja, gerade dieses Projekt halte ich für besonders wichtig, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, dass man mit Dezentralität Lösungen schaffen kann, die sich auch an vielen anderen Orten bei ähnlichen Bedarfen, wie wir das hier haben, eben auch reproduzieren lassen. Das ist der Beweis, dass es funktioniert und auch, dass es nicht staatlicher Reglementierung bedarf, um sich auf einen solchen Weg zu machen. Denn hier hat man sich mit viel Pioniergeist freiwillig auf den Weg gemacht, so etwas zu entwickeln. Und das ist eine super Sache, weil es jetzt eins der guten Beispiele ist, die man auch zeigen kann. Und das nimmt auch das Argument vom Tisch, das geht ja alles nicht, das funktioniert nicht. Doch, das geht. Man muss den Mut aufbringen und dafür steht dieses Projekt hier. Ich dachte mir, wir starten heute den Vortrag mit einem kleinen Quiz. Antwort C. Positive Kipppunkte sind wie unsichtbare Katalysatoren. Wenn wir die erreichen, dann ist es so, als ob wir die ganze Zeit anstrengend natürlich einen Ball den Berg hochgeschoben haben. Aber oben am Kipppunkt, also am Gipfel, müssen wir nur noch ganz leicht anstoßen und dann ist dieser Wandel unumkehrbar. Dann rollt der Ball von alleine ins Tal. Dann müssen wir nicht mehr so viel Kräfte hinzugeben. Und genau vor diesen Kipppunkten stehen wir. Hier an unserer Power-to-Gas-Anlage erzeugen wir aus dem Überschussstrom der PV-Anlage des Kunden grünen Wasserstoff, den wir gemeinsam mit CO2 zu Methan verbinden, wodurch der Kunde in der Lage ist, 100% seines selbst erzeugten Stroms zu speichern und zu nutzen. Also unter anderem sind das natürlich die Hotelgebäude, die Zimmer werden mit Wärme und mit Strom versorgt, unsere Gastronomie natürlich auch die Küche. Wir haben ja auch Elektroherde da drin. Mittlerweile wird auch die Wasserskianlage über das Kraftwerk versorgt. Das heißt, auch da wird mit Ökostrom gefahren. Und ansonsten haben wir noch am Reiterhof ein paar Apartments, die auch noch mit dranhängen und unsere gesamte Verwaltung. Also ABB ist ja als führender Technologiekonzern immer am Schauen, wo können wir mit wem kooperieren und Partnerschaften eingehen. Und gerade eben jetzt in dem Zusammenhang, wo viele junge Unternehmen auch kommen, haben wir uns umgeguckt und fanden eben das Konzept von der Saitok, wo man sowohl das Technische als eben auch das Finanzielle verfolgt, fanden wir überzeugend und wollen eben da dann einfach zusammen partnern. Wir haben das Ganze jetzt schon in 1,5 Jahren in einem Projekt gemeinsam geprüft, simuliert und gesehen, dass das funktioniert bei uns. Und haben das ja auch schon so weit simuliert, dass wir tatsächlich schon Anlagengrößen und Randbedingungen, Komponenten, Geld, alles schon quasi eruiert haben. Wir hätten auch am Standort Platz. Also wir haben schon ein potenzielles Feld und sehen das als geeignet an. Wir haben sehr viel gegenseitig voneinander lernen können und dadurch jetzt auch ein sehr zukunftsträchtiges Konzept, also was unbedingt umgesetzt werden muss, für diesen Forschungsstandort einfach erzeugen können. Und ja, wir sind jetzt ready to realize. Wir haben die Elektrolyse geliefert für diese Anlage und ich habe gestaunt, ich habe es zum ersten Mal gesehen, dass das so perfekt gemacht worden ist. Und der Tag heute hier ist wirklich sehr aufschlussreich, ja, dass wir uns freuen, das in echt hier mal zu sehen. Also, dass es halt sehr gut läuft, dass auch hier der Chef vom Bernstein Resort total zufrieden damit ist und dass es einfach eine emissionsfreie Energieerzeugung ist, die wir uns, glaube ich, alle wünschen.